Für die Volkswagen Art for All Online-Edition möchte ich einen ganz persönlichen Einblick in Platons Mirror geben. Platons Mirror ist der erste Raum der aktuellen Ausstellung Referenzräume im Kunstmuseum Wolfsburg. Für mich ist das eigentlich ein Einstieg durch die Höhle. Im platonischen Höhlengleichnis, die Menschen sitzen gefesselt, schauen auf die Wand und das Einzige, was sie sehen, sind eigentlich die Schatten der Dinge. Hier in dem ersten Raum in der Ausstellung sehen wir vor allen Dingen, dass man eigentlich auf dieser sehr dünnen, spiegelnden Folie Menschen mit gereckten, gestreckten Armen sehen kann. Ich würde meinen, man kann so relativ gut erkennen, dass das vielleicht tanzende, feiernde Menschen sind. Aber das Besondere hier ist, dass wir das relativ gut auf der Folie erkennen, sogar hinter der Folie auf der Wand. Das Bild durchdringt also diese Folie und gleichzeitig, wenn wir uns umdrehen, sehen wir, dass eigentlich diese konkrete Bilddarstellung komplett sich auflöst in Licht, Farbe und das Ganze mitten im Raum. Wenn man sich der Rückwand, also gegenüberliegend der Reflexion sozusagen annähert, dann bekommt man den Eindruck, als ob irgendwie sich dann ein neuer Gegenstand an der Wand abbildet. Der bewegt sich so ziemlich genau, wie wir uns selber bewegen. Ja, in diesem Platons Mirror-Raum sind am Ende doch wir diejenigen, die als Subjekte sich durch den Raum bewegen und das spiegelt sich. Ich glaube, dass Platon uns eigentlich eine Denksportaufgabe gegeben hat. Eine Denksportaufgabe, die jetzt auch in 2021 immer noch von besonderer Aktualität ist. Nämlich die Frage, wenn wir nur das glauben, was wir sehen, und das sind ja hier sozusagen dann diese schattenartigen Ereignisse, sind wir dann nicht vielleicht ganz besonders anfällig für Täuschungen, für Bildillusionen, für Irritationen? Und wenn ja, was bedeutet das sozusagen aus heutiger Perspektive auf eine Kulturgeschichte des Bildes, die seit 3000 Jahren in dieser Weise überliefert ist? Tatsächlich werden hier sehr grundsätzliche und sehr radikale Fragen gestellt. Und ich bin froh, dass wir diesen Raum in dieser Weise zum ersten Mal so radikal groß und wuchtig und gewaltig und vielleicht sogar auch als ein ganz besonderes, bedeutsames Statement zeigen können.